mostly blurred, and nowhere as vividly as in Night Springs. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind hier im Spin-off-Sequel von Alan Wake. Das haben wir ja hier auch auf dem Channel schon gespielt. Das Spiel heißt Alan Wake's American Nightmare. Ja, das Spiel heißt Alan Wake's American Nightmare, spielt in Arizona und wir spielen hier auch Alan Wake. Allerdings ist das Spiel tatsächlich, ich gehe mal kurz ein bisschen weg, das Spiel ist tatsächlich deutlich actionlastiger als Alan Wake. Also man könnte das auch so sehen, wenn Alan Wake ein Stephen King-Film ist, dann ist das hier eine Verfilmung von Quentin Tarantino. Das Prinzip ist aber genau das gleiche. Wir kämpfen gegen unser alter Ego Mr. Squish. Den haben wir ja schon im Hauptspiel Alan Wake am Ende kennengelernt. Wenn nicht, kannst du dir das auch, wie gesagt, gerne hier auf meinem Kanal nochmal anschauen. Und auch hier ist die Dunkelheit unser größter Feind. Wir können hier genauso die Gegner erledigen, wie es auch in dem ersten Alan Wake schon war. Das heißt, wir leuchten sie mit der Taschenlampe an, bis sie im Endeffekt von der Dunkelheit befreit sind und können sie dann, wie man hier sieht, ganz normal erschießen. Wie man im Intro gesehen hat, waren da auch wieder die Old Gods of Asgard. Hier das Schaukelpferd, das kennen... Entschuldigung. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Aha, also, auch hier werden wir wieder Manuskriptseiten finden. Auch hier ist meine, Maßgabe, ich werde nicht alles sammeln, wenn ich irgendwo dran vorbeilaufe. Tut es mir leid. Ich habe das natürlich vorhin schon mal hier kurz Probe gespielt. Das heißt, ich weiß so ganz grob, was in den ersten 5 Minuten passiert. Hier das Schaukelpferd, das kennen wir auch noch aus Alan Wake. Das kam da in der letzten Folge, wie gesagt, die könnt ihr auf meinem Channel anschauen, auch schon vor. Das Spiel an sich ist deutlich mehr Open World als das Original. Das Original war ja doch relativ linear. Aber hier haben wir tatsächlich die Freiheit, ein bisschen mehr hin und her zu laufen. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Ja, und wie ihr auch jetzt und sicherlich auch schon im Intro bemerkt habt, die Sprachausgabe des Spiels ist leider auf Englisch. Das gibt es auch nicht auf Deutsch. Von daher tut es mir leid. Within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He
knows he must put an end to this madness. Okay, also die Sprachausgabe ist auf Englisch. Da kann ich leider nichts dran ändern. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt da keine so großen Probleme mit. Und, was? Manchmal ist es die schlauste Taktik, wegzulaufen. Die hell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Okay, das heißt, wie ihr seht, sind da ein paar Besessene, Übernommene aus dem Ölbohrturm gekommen. Aber so wie es aussieht, sollen wir uns dann doch erstmal woanders hin retten. Wir flüchten hier zum Motel und wie auch im alten Alan Wake ist es so, genau, der aus einem hellen Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Gleichzeitig ist das immer wahrscheinlich ein Kontrollpunkt. Ja, ist es. Und auch hier sorgt es anscheinend dafür, dass die Gegner verschwinden. So, ich sehe da schon überall was blitzen und blinken. Was haben wir denn hier? Schalten Sie die Waffenkisten durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. Okay, das heißt, ich vermute, genau, wir können das noch nicht freischalten. Wir bräuchten 3 Manuskriptseiten, wir haben aber erst eine. Haben wir überhaupt eine? Ja, wir haben eine. Warum habe ich hier 2? Okay, ich weiß, warum ich 2 habe. Das stammt aus der My name is Probeaufnahme. Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Okay, also, wir können die noch nicht freischalten. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Niemand hier? Ach doch, da. Ich habe natürlich ganz geschickterweise vergessen, den Timer einzuschalten. Hey, it's you. Kenne ich dich? There. You remember me, right? Emma? Nein. Emma Sloan? Nein? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ja, genau. Wie im alten Alan Wake auch. Bleibt im Licht, da seid ihr sicher. So, wir kennen uns noch nicht. Ja, das habe ich doch eben schon gedacht. Ich kenne die nicht. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Ja, wo finde ich denn die Sachen, die ich There's a bunch brauche? of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Ja, You can sei- think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Ja, danke schön. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too.
but I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Was hast du über meine What was Aura that you gesagt? said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it so. for healing and helping people. Ah, I'm like okay. a wise woman, you know. I give people insight and advice. Ja. Just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah. Okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Genau, brauchst mir nichts geben, schraub mal du weiter an deinem... So, was haben wir denn hier? Wechsel von 9 mm Pistole zu Druckluftnagler. Weiß ich weiß nicht, was besser ist. Ich finde ja die Pistole... Ja, können wir uns bestimmt auch später noch holen. So, wie The gesagt... champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir zusehen, dass die Geschichte auf den Seiten verändert wird, damit eben das nicht passiert, was momentan hier passiert. Die Minikarte oben links zeigt ihre aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten und Rückzugspunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt. Blinkende Fragezeichen deuten auf eine in der Nähe befindliche Manuskriptseite hin. Okay, unsere Aufgabe ist ja momentan, 3 Sachen zu finden, mit denen wir die Geschichte verändern können. Wie gesagt, es ist ein bisschen Open World. Es ist Open World, glaube ich. Es ist nicht so, wie gesagt, nicht so. Habe ich doch alles schon gesagt. Es ist halt nicht so linear wie der erste Teil. Was haben wir denn? Das Radio. Ja, mal gucken, was es im Radio gibt. Ich würde ja eigentlich ganz gerne da diese Seite. Was haben wir denn hier? Diese Kiste da. Die da. Würde ich gerne mal öffnen, aber da fehlt uns noch eine Seite tatsächlich. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Yay, die I Old actually saw them Gods. Twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know, just talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey, hello! Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Ja, sehr geil. Die Old Gods of Asgard, die haben wir ja auch im ersten Alan Wake kennengelernt. Die beiden alten Knacker, die beiden alten Rockstars, das muss man ja dazu sagen, mit der tatsächlich geilen Party, die wir da an deren Scheune gefeiert haben, mit extrem vielen Besessenen.
Und die feiern tatsächlich ihr Comeback finde ich total geil. Und Barry scheint der Manager zu sein, der uns ja früher gemanagt hat und uns auch im ersten Teil doch erheblich geholfen hat. Finde ich sehr, sehr geil. Ich bin mal hier auf die Story gespannt. Wie gesagt, die soll wohl nicht ganz so tiefgründig sein wie vom ersten Teil. Es ist deutlich Action- und Arcade-lastiger. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Also bisher auf jeden Fall sieht es gut aus. Das muss man sagen. Die Stimmung ist momentan noch nicht ganz so düster, wie sie es früher war. So, da hinten war noch ein Fernseher. Ich denke, den schauen wir uns nochmal an. Ah, da ist noch eine Seite. Cool. Das heißt, wir haben 3 Seiten. Jetzt gibt es natürlich erstmal die Seite. So, Seiten und I know Instinkte. that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Okay, der Fernseher, der muss jetzt erstmal warten. Jetzt haben wir nämlich, glaube ich, hier liegt ja auch, was ich auch cool finde, liegt überall Zeug rum. So, theoretisch haben wir jetzt eine 3. Seite. Wie gesagt, die 2. Seite, die haben wir habe ich noch aus dem Testspielen, aus der Testaufnahme. Können wir jetzt die Maschinenpistole freischalten? Ja, wir können es. Wir können aber auch nur wechseln. Na gut. I guess it's about time I went full auto. Genau. Vollautomatisch ist immer besser als... nee, den Druckluftnagler wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, das habe ich nämlich eben gesehen, hier die Munitionskisten, die jetzt hier überall rumstehen. Die ist wieder voll. Das heißt, wir haben jetzt hier volle Munition in der Knarre. Und das seht ihr jetzt schon. Also wir haben jetzt hier eine vollautomatische Waffe. Das gab es im alten Teil ja auch nicht. Das waren ja alles manuelle Waffen. Das sieht schon echt cool aus hier mit dem Ding. Mit dem Schild und so. Gefällt mir. Das waren ja alles normale Waffen. Also alles Single-Action, wie man so schön sagt. Und jetzt haben wir hier vollautomatische Waffen. Also das habe ich natürlich auch. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Und hier gibt es wohl ein deutlich reichhaltigeres Waffenarsenal als im alten Teil. Und jetzt schauen wir mal, was der Fernseher hier unten uns zu bieten. Ich glaube, der ist kaputt, oder? Also wenn diese LED da schon so blinkt, das verheißt ja nichts Gutes. Das kennen wir ja noch. Schauen wir mal, was uns denn hier erwartet. Oh hell, this isn't gonna be good. Mr. Squish. Is this on? Unser alter Ego. How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks.
so quiet. Okay, unser alter Ego scheint wirklich irre zu sein. Der hat ja auch tatsächlich da oben an dem Board, also laut Aussage hier von, oh Gott, wie hieß sie hier in der Garage, hat der da ja oben auch am Boardturm rumgemacht und wahrscheinlich hat der auch hier die Dunkelheit rausgelassen. Aber wie so häufig, wie das weitergeht, das werden ihr und ich erst in der nächsten Folge erfahren. Ich mache hier mal eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.